ist jetzt kurz vor 6 hier morgens in Rangiroa und heute machen wir was total Unglaubliches. Wir verlassen Rangiroa und gehen eine Runde segeln. Und es ist auf dem Weg nach Tikehau. Das ist Luftlinie eigentlich nur 8 Meilen von Rangiroa, aber bis wir unten zum Pass sind, ein bisschen kreuzen hin und her, werden es so ungefähr 55 Meilen werden. So praktisch wie das natürlich ist, diese Kugeln an die Ankerkette zu hängen, damit die Korallen geschützt werden, ist natürlich, wenn man losfahren will, echt ein bisschen nervig, die wieder abzukriegen. Aber naja, da muss der Mario am frühen Morgen durch. Ja, wir haben gerade von unserem guten Freund Punua nochmal ein Baguette zum Abschied bekommen. Er kam gerade angejettet mit seinem Dingi und hat mit seinem Arbeiter, keine Ahnung, uns nochmal den Staffellauf quasi oder die Staffel für den Lauf weitergegeben. Super gefreut. Mega geile Aktion, echt. Danke, Punua! Raus. Das ist jetzt genau Slackline sein, laut den Internetdaten, wie man das findet.
Bye bye Rangi. War schön mit dir. Coole Leute kennengelernt. Vielleicht gibt's leckeres, frisches Baguette. Mega geil, echt. Hatten heute Morgen eigentlich keine Zeit mehr für, weil wir raus mussten. Es nicht geschafft haben, nochmal mit dem Ding zum Bäcker zu fahren. Und dann kommt er echt vorbei und hält uns den Staffelstab in der Hand. Geil. Ja, schon schön hier gewesen. Natur war schön, Wasser war schön, Fische waren schön. Ich werde auf jeden Fall das Aquarium vermissen. Das war echt ein Highlight. Aus dem Maus. Diese Ruhe. Ist noch keine 30 Sekunden aus dem Fass raus. Da hätte der Captain gerne schon Frühstück, weil er ja weiß, dass Baguette wird. Wir müssen uns erstmal um die wichtigen kümmern. Neuer Köder. Heute gibt's Fisch. Bin mir total sicher. Heute gibt's Fisch. Gute Ohren, man muss es einreden. Heute gibt's Fisch. So wie der Jakob. Tuna! Heute gibt's Tuna! Du musst einfach nur an sich glauben. Aktuell läuft es ganz gut. Wir haben 16 Knoten im Schnitt und machen ja um die 6 Knoten Fahrt. Das ist echt ganz gut. Wir kommen aktuell besser voran als gedacht und ist auch nicht so schaukelig wie befürchtet. Wir hatten erst überlegt, ob wir zwischen Rangiroa und Tikehau durchfahren und dann quasi von unten Richtung Pass wieder hochkommen. Das wäre ja, so 10, 12 Meilen länger gewesen, aber halt weniger schaukelig. Aber dadurch, dass es jetzt mit dem Schaukelfaktor wirklich geht, können wir schön entspannt oben rumfahren. Sollten dann auf jeden Fall noch mit Tageslicht ankommen. Bisschen ärgerlich ist, dass der nächste Tidenwechsel im Tikehau-Pass um kurz nach 6 ist. Da ist es hier leider schon wieder dunkel. Deswegen werden wir halt nicht zum perfekten Bedingungen reinfahren können. Aber naja, so schlimm wie Taoa damals wird es schon nicht werden. Ja, meine Prognose war vielleicht doch ein bisschen zu optimistisch. Mittlerweile haben wir eher nur noch so 6 bis 9 Knoten Wind, haben aber dafür jetzt den Genaka schon ein bisschen länger draußen und kommen tatsächlich recht zügig voran. Wir haben jetzt noch 15 Meilen ungefähr vor uns, sind jetzt seit, bis noch ungefähr 15 Meilen vor uns. Das heißt, wir kommen wirklich viel, viel schneller voran, als wir gedacht haben. Auch mit dem Genaka fliegen wir jetzt noch 5 Knoten oder machen wir noch 5 Knoten Speed. Scheint echt doch noch entspannt zu werden. Ein bisschen Panik haben wir wieder jetzt vor dem Pass, nachdem wir ein bisschen bei Navionics nachgelesen haben und da bis zu 12 Knoten Strömung sein können. Aber Tide ist um 18:16 Uhr, da ist es hier schon dunkel. Im Dunkeln wollen wir natürlich auch nicht mehr ankern. Also werden wir einfach, wenn wir davor sind, uns das angucken und dann entscheiden, was wir machen. Gerade in der Passeinfahrt oder auf dem Weg zur Passeinfahrt nach Tikehau. Hatten jetzt, wie lange sind wir gefahren? 8 Stunden oder so, ne? 9,5 Stunden. Geilsten Segeltag ever gehabt. Super flache See, schön Wind, hatten die ganze Zeit den Genaka draußen. Klasse. Also, wenn das so immer wäre, würde ich sagen, komm, in einem Rutsch weiter durch bis Madagaskar. Ist leider nicht der Fall. Also, wie gesagt, einfach super flache See und 10 Knoten Wind, zur richtigen Richtung, rumgechillt, mehr davon.
Als du geschlafen hast, hat man noch schöne 16 Minuten. Vielleicht hätten wir dich länger schlafen lassen sollen. Ich finde es hinterher aber auch schön. War wie gesagt mit dem Spinnaker super, mit dem Genacker super gemütlich. Ja, das stimmt. Ich glaube, die Jungs haben beim Fischen mehr Glück als ich. Ja, nichts. Ein Vogel hat sich mal kurz am Bilder verglichen. Man soll ja auch alte Traditionen mal wieder beleben. Wenn wir schon 7 Wochen nicht segeln waren, gab es auch 7 Wochen keinen Anchorshot. Kein Anchorshot, aber jetzt. Cheers! Cheers. Gut gemacht, Trempi. Schluck kriegt's auch wie immer. Der Rest für uns.